Und bei mir im Studio mein Kollege Marco Reinke. Ja, Marco, der Wirtschaft, der geht es nicht gut derzeit. Woran genau liegt das? Das sind ja ganz unterschiedliche Faktoren. Es gibt eben ja immer wieder auch die Vorwürfe, dass einige Unternehmen nicht zukunftsfähig gehandelt haben. Aber die eigentlichen Faktoren, die sind ja viel, viel größer. Und das ist eben genau das, was eigentlich in der Politik ja auch verankert ist. Und wie Deutschland da zurückgefallen ist, das können wir einmal sehen anhand eines Standort-Rankings. Das ist erstellt worden von einem Schweizer Wirtschaftsinstitut. Und da sieht man schon ganz gut anhand einiger Kategorien, wie beispielsweise der Wirtschaftsleistung, der Infrastruktur, der Regierungseffizienz und eben auch der Unternehmenseffizienz, wie man da doch einige Plätze ziemlich abgefallen ist in den letzten Jahren. Und dafür gibt es am Ende ganz unterschiedliche Gründe. Die Unternehmen selbst sagen, dass beispielsweise die Abgabenlast immer größer geworden ist in den vergangenen Jahren. Und dazu zählt eben unter anderem auch die Unternehmenssteuer, also die Steuerlast, die die Unternehmen hier in Deutschland haben. Und die sieht im Vergleich eben auch mit unseren Nachbarländern, mit europäischen Nachbarländern doch schon ziemlich gravierend aus. Wir sehen hier die Top 5 der europäischen Länder und sehen, dass eigentlich nur ein Land vor Deutschland liegt, nämlich Portugal mit 31,5%. Und Deutschland belastet die Unternehmen mit fast 30%, die sie eben zahlen müssen an Unternehmenssteuersätzen. Und das sind eben immer diese kleinen Punkte, die zusammenkommen, wo man sagt, das macht den Standort Deutschland am Ende deutlich weniger wettbewerbsfähig. Und das führt eben dazu, dass wir jetzt in diese Wirtschaftskrise hineingeschlittert sind. Und die Ampel, die hat ja immer wieder versucht, mit einigen Paketen dem Ganzen entgegenzusteuern. Und irgendwie hat das Ganze aber nie so richtig gefruchtet. Da war einerseits das Wachstumschancengesetz. Das sollte ja eine große Zündung sozusagen bringen, hat es aber gar nicht. Dann hat es das Wachstumspaket gegeben. Auch da sagt die Wirtschaft, das ist nicht der große Wurf. Und jetzt zuletzt hat ja Robert Habeck noch einmal seine Industriestrategie vorgelegt. Und da hat es dann auch geheißen, das sei etwas, worüber man zwar diskutieren könnte, aber es gibt eben gar keine Mehrheit dafür innerhalb der Bundesregierung. Da seien auch am Ende noch zu viele Unklarheiten. Da hat es ja beispielsweise den Deutschlandfonds gegeben, hunderte Milliarden Euro schwer, wo niemand so richtig weiß, woher das Geld eigentlich am Ende kommen soll. Und das alles zusammengenommen, das führt eben zu Frust, das führt zu Wut bei der Wirtschaft. Und das sorgt eben auch dafür, dass immer weniger Unternehmen nach Deutschland kommen wollen oder hier eben am Ende auch investieren wollen. Und das ist ja genau der Knackpunkt, worüber aktuell diskutiert wird. Marco, danke schön für den Überblick.